B1, Frage Nummer 8. Gehst du ab und zu ins Kino? Achte hier auf How to use the perfect and imperfect tenses Opportunities to include other tenses. and cinema vocabulary. Hier sind einige Ideen. Ich gehe sehr gern ins Kino. Ich mag Kino lieber als DVDs, weil es meiner Meinung nach mehr Spaß macht. Ich finde es toll, mit meinen Freunden oder meiner Familie auszugehen. Mein Lieblingsgenre ist Action, da es immer etwas los ist. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Mad Max und ich fand ihn total spannend. Ich mag auch Komödien, da es tut gut, etwas Lustiges zu sehen. Ich liebe den Film The Ref, da er einfach spitze ist, lustig und auch mit einer wichtigen Idee. Die Schauspieler, wie zum Beispiel Kevin Spacey, sind Weltklasse. In dem Film fährt ein Ehepaar am 24. Dezember nach Hause. Sie haben Probleme und streiten sich. Später wird ein Kleinverbrecher sie entführen und die ganze Handlung beginnt. Ich denke, dass der Film sehenswert ist. Am Sonntag werde ich mit meinem Bruder ins Kino gehen. So, this was a description in the past about going to the cinema, or that was a large portion of it, so we combined the perfect and the imperfect tenses, and you can do this very happily, even within one sentence, such as: Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Mad Max und ich fand ihn total spannend. So there's no conflict between having a perfect tense and an imperfect tense. We had ich habe gesehen, which is perfect, then war, which is imperfect, and ich fand ihn, also the imperfect. When you have only one word, that's the imperfect, and when you have two, habe and gesehen, for example, then it's the perfect, and there is no difference whatsoever. Did you see any opportunities to work in other tenses? We had In dem Film fährt ein Ehepaar am 24. Dezember nach Hause. Sie haben Probleme und streiten sich. and that's the present tense, and this is fairly standard in German text to see the plot of a film described in the present tense. We also had Später wird ein Kleinverbrecher sie entführen. and this is describing something going on in the plot, but something that's happening later on in the plot. So that's a sort of invented future, because we were talking about another point in the film, and this happens later on, so we would use the future there. And we also had, Am Sonntag werde ich mit meinem Bruder ins Kino gehen. so that's just an intention to do something in the future, in the real world, as it were, no longer in the film. Did you also spot some cinema vocabulary? There are some very good words that you can use here. Das Kino, die DVDs, das Lieblingsgenre, Aktion, die Komödie, sehenswert. So those are lovely words. Let's go through them. Cinema, DVD, my favourite type of film or my favourite genre, action, comedy, and worth seeing. So try and build some of those into your answers.